Okay. Damit haben wir das auch erledigt. Gut, das wollte ich nur haben, damit wir hier nicht irgendwie dann was offen haben. Gedankenspiele, was haben wir da noch? Ja, die Gefühle für Fabio. Fabio wollte sich von ihm abwenden. Fabio brach Kurt Manchios das Herz. Und Mr. Vogel wegen des Briefs im Gefängnis. Er oder Mr. Manchios lügen. Im Rausch nahm Vogel den Brief an sich. Oder Manchios schob Vogel den Brief zu. Und damit kämen wir darauf, dass Kurt Manchios der Mörder ist. Fabio spielte jahrelang mit Kurt Manchios Gefühlen und nutzte ihn so aus. Als Mr. Manchios abermals zurückgewiesen wurde, brachte er den jung darstellenden Künstler um, inszenierte ein Liebesritual, von seinem Mord abzulenken. Ein Verbrechen aus Leidenschaft. Mr. Manchios war am Boden zerstört und panisch. Er wollte Fabio nicht töten. Sein improvisiertes Ritual war der verzweifelte Versuch, die Tat zu vertuschen. Der Tod seines Sterns ist schlimm genug. Eine Haftstrafe statt des Galgens reicht aus. Kurt Manchios ermordete Fabio kaltblütig und ließ das Verbrechen eines Rituals aussehen, um den Verdacht auf Matista zu lenken. Zudem steckte er Mr. Vogel den Brief zu, um von sich abzulenken. Für sein berechnendes Vorgehen verdient er den Galgen. Das klingt sehr gut. Wir haben 5 Punkte zum Drehen. Okay, ich würde erstmal jetzt gerne eigentlich das machen. Ist ja nicht nur ein Verbrechen aus Leidenschaft, sondern er hat danach ja wissentlich einige Sachen manipuliert. So, ich speichere mal ab. Und... Achso, wir schuldigen ihn. Ich weiß nicht, ob wir das beim Polizisten sagen müssen oder ob wir ihm das direkt ins Gesicht. The murder of Fabio did not have a ritual purpose, Mr. Manchios. It was staged by a man who wished to distract the investigation. That might be true. That poor girl Matista wouldn't dare to kill the only man who cared for her. So, Santos. Mr. Pinchetti snatched at the chance to solve his problems. Ungrateful little scum. Will he be executed? But what for? He informed the police as to the crime, that was all. He couldn't stage the ritual, but he found the body, I believe. I can't believe it. Why did Werner do it? Mr. Vogel. He had no reason, and he won't be a scapegoat as you planned. Geht alle durch. You put Fabio's letter in his pocket when he was intoxicated, didn't you? You can't be serious. We can very often deduce someone's life by their shoes, or their fingernails. You are a meticulous person, but this murder was fairly traumatic and filthy. After you stabbed Fabio, you were covered in blood. You panicked and neglected to rinse the soap from under your fingernails. The devil is in the details, Mr. Manchios. Nonsense. I missed it simply because of the busy schedule of the party. Of course, a staged murder was certainly not planned. You're at the twilight of your life. You have no partner, you have no children. You had feelings, however, for one man. That was Fabio. You loved him. That is, you wished to own him with money and gifts. But he was also a free mind, was he not? He turned his back on you. Quite unjust. Love, so cruel and painful. And Fabio, with his words and deeds, made you feel the more wretched. So you killed him. You must surely perceive that my sensitive nature wouldn't allow me to hurt anyone. You staged the murder as a satanic ritual. It was easy for you, since you were the one who wrote the scenarios for the parties. It was your way of avoiding suspicion. A respectable man in his 60s, Early 60s. who hosts the cream of Cordona's society, cannot possibly be a murderer. But the guests who behave like animals in his mansion, of course, one of them could have killed Fabio. I did oversee a few of the rituals, but I did not stage Fabio's death. The young performer played with your emotions. That was painful to realize. You spent so much time and effort to be with Fabio, but he didn't respond in the way you would have liked. You wanted to be loved, but Fabio shattered your dreams. In the smoking lounge, he teased and mocked you. He wanted you to suffer by offering himself to others. The deception was
unbearable. You struck him, and then you staged the ritual. You planted the letter in Vogel's pocket and attempted to set up Matista. What poppycock? Sherlock, stop this game now. There is no stop word, Mr. Manchios. Relax and enjoy it. I'll pass the remainder of this case to Constable Oswald. He'll know what to do with you. Sehr schön. Damit können wir das weitergeben. Wie gesagt, das finde ich bei ihm passend. Mag hart sein, aber es ist vorsätzlich gewesen an vielen Stellen. I have a name for you. Kurt Manchios. Is that so? The master of the Sabbath? The man himself. Mr. Manchios couldn't stand to lose control over his lover. A deadly revenge that deserves a proper sentence. I have all the evidence to charge him. A degenerate and a murderer. I'll make a name thanks to that for sure. As for my part, not everything was in place. Braves Opferlamm achievement. Perhaps some documents were transferred somewhere else, but I couldn't find a trace of them. Then I remembered. The discarded document drawers where we put the lost papers or the badly labelled ones. Including the crime scene report of Violet Holmes's case. Everything I've found is on the desk here. Take it. Your persistence has saved me. Yeah, well, we had a deal after all. Your friend is free then. You can leave. Good luck, Constable. Okay, 120 nochmal gekriegt. Genau, also das ist meine Variante, die ich wählen würde. Ich würde nochmal ganz schnell rausgehen, um... Oh, you did it, Sherlock! The case is closed and all rewards belong to the winner. Bravo! It is merely the triumph of the truth. Is it? No compromises? No lies? You're happy with your decisions? It was the best decision I could obtain. The truth must be told in the way it is most acceptable. You're making progress, Sherlock. I was right to believe in you. By the way, did you get that precious information about your mother? Oh, not that you must. Yes, I did. Forgive my intrusion in such a personal matter. I simply worry I'm failing to be of much help to you. Actually, you were. For some reason, all the archives on the case had disappeared. This was a rare opportunity to obtain the impossible. Outrageous. Perhaps someone found the truth unpleasant. Society usually rejects those who speak with too much honesty, doesn't it? A comfortable lie is often preferred to an uncomfortable truth. Still, I believe that the latter should prevail, and I cannot remain silent. That's quixotism at its best. Your mere truth cannot defeat institutions, systems, and power. Etiquette, religion, marriage, they're all lies told to preserve connections, love, and sanity, and it's all corruptible. Lies destroy human dignity. How could you make a free decision without any knowledge of the truth? Are we really free to decide anything in this world, Sherlock? Nein, wir sind nicht vollständig frei. Es gibt immer noch Ethien, die uns zurückhalten. Die Frage ist, was ist Freiheit für einen in dem Fall? Ist Freiheit, dass ich alles machen kann und jeden umbringen kann auf der Straße, wenn ich Bock darauf habe? Oder ist Freiheit einfach, ich kann innerhalb gewisser Grenzen alles erreichen? Ich weiß nicht, auf was es gerade anspielen, aber ich würde eher sagen... I take your point. There are some limits on us all, some compromises we must make. Despite my best efforts, we cannot remain entirely objective. I didn't want to sadden you, Sherlock, only to make you think beyond your boundaries. You're a walking contradiction, Sherlock. You refuse to lie to others, but constantly lie to yourself. How long until the train comes off the track? I cannot look away, but perhaps I should take a few steps back. You're an accident waiting to happen, dear. Until then, I shall bid you adieu. Ja, Typ, ey. Wie gesagt, wir gehen nochmal raus und gucken uns mal in der Zeitung an, was rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob das wieder so ein Fall ist, wo alle drei es hätten sein können, aber also der Manchios ist mir sehr offensichtlich der. Aber der Vogel ist halt auch ein schlauer Fuchs. Also ich könnte es mir natürlich auch vorstellen, dass der da seine Hände und seine fesche Brille mit irgendwo drin hat. Beim Polizeirevier gab es da eine Möglichkeit, zu einer
Zeitungsannonce zu kommen? Doch, oder? Na gut, da. Matista ist mir eher am unwahrscheinlichsten. Sie hat ihn geliebt und sie will gerne die Liebe wiederhaben, das ist keine Frage. Aber sie würde ihn, glaube ich, nicht umbringen. Extra, extra! Hans! Interested in some Cordona news? Jo. Check the front. Mach mal. Achso, hat Jon eigentlich was geschrieben dazu? Ja, verhängnisvolle Schönheit. Die Polizei stürmte gestern das Anwesen von Mr. Manchios und stieß dabei nicht nur auf eine dekadente, unsittliche Abendgesellschaft, sondern auch auf die Leiche eines auf Cordona allseits beliebten Schönlings namens Fabio. Der junge Adonis bot einen schauderhaften Anblick, als sein lebloser Körper auf einem Altar liegend gefunden wurde, umgeben von okkulten Symbolen, die mit seinem eigenen Blut gemalt worden waren. Mehrere Gäste der Soiree wurden festgenommen, Abendgesellschaft heißt das, und weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mörder mit diesem sonderbar anmutenden Vorgehen die Wahrheit vertuschen wollte. Laut einer vertrauenswürdigen Quelle soll der Besitzer des Anwesens, Mr. Kurt Manchios, für die Tat verantwortlich sein. Er ermordete den jungen Mann, nachdem dieser nicht auf seine obszönen Avancen eingegangen war. Für diese Tat dürfte den Übeltäter der Galgen erwarten. Page. Ja. Damit gehe ich konform. So, und jetzt laden wir nochmal den Spielstand und machen das nochmal alternativ. Denn ich würde jetzt mal den Vogel einbuchten. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Weil können natürlich, ja, nee, können wir Vogel nicht einbuchten? Obwohl, wahrscheinlich können wir Vogel nicht einbuchten, fast behaupten. Weil er hat nichts mit dem Abwaschen zu. Nee, Vogel geht nicht. Stimmt. Pinchetti können wir wahrscheinlich noch. Ja, dann machen wir Pinchetti als nächstes. Ich meine, Ulis Sommeronkel lässt ihn ordnen irgendwie. Ist ja unschön so. Wir gucken mal auf unser Gedankenspielboard. Wir ändern unsere Schlussfolgerung. Was haben wir hier? Übersah den Blutfleck. Er macht sich noch frisch. Also er sah den Blutfleck. Das haben wir erst von Manchios. Den. Manchios schob Vogel den Brief zu. Das passt dann auch. Was ist aber von Gästen verletzt? Verschleierung. Da passt das aber nicht mehr. Im Rausch nahm Vogel den Brief an sich. Und damit haben wir... Ah, okay. Ist aber doch eigentlich egal, wer schon beiden das hat, oder? In dem Fall. Für Gerechtigkeit, okay. Santos Pinchetti ist der Mörder. Mr. Pinchetti blutete lange für seinen Onkel und hoffte, von ihm zu erben. Irgendwann wurden ihm dessen Intrigen zu viel. Er ermordete Fabio und schob die Tat seinem Onkel in die Schuhe, nach dessen Hinrichtung das Erbe einzustreichen. Er hat für Gerechtigkeit gesorgt. Santos Pinchetti musste seinen schrecklichen Onkel loswerden, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Dafür den Mord nicht ungeschoren davonkommen, sollte nach einer Haftstrafe jedoch die Chance haben, ein neues Leben zu beginnen. Ja. Jo. Das finde ich angemessen. Dann lasst uns mal hingehen und ihm das sagen. Direkt ins Gesicht. I know who killed Fabio. So I'm free to go, sir? Quite the opposite. I think it was you, Mr. Pinchetti. That is not possible. Allow me to explain. You staged this decadent ritual so you would not be suspected. After a short fight, you knocked Fabio unconscious.
You locked the door and dragged the body to the altar. You wanted to set up someone acquainted with this masquerade. I don't have the nerve to kill or stage a murder. I can't even leave my uncle's house. You wanted to be rid of your dear uncle. I myself barely know him and already find him intolerable. You've worked for him for years. Santos, do this. Santos, do that. He doesn't pay you. He doesn't recognize your work. He doesn't see you as family. But you thought that heritage might be yours. Instead, all you'll ever receive is mustache wax. It is painful to witness such a situation. I cannot imagine how it must be for you. So you decided to frame your uncle. Put the blame for Fabio's murder on him. That way, the heritage is yours, and you are free of him. Half of what you say is true. I'm in pain. I have had a hard time with my uncle, but I'm not a murderer. I can't even stand up to my uncle. How could I have killed Fabio? He did nothing to me. He was a source of your troubles too, though. Especially since Mr. Manchios treated him like a king. The blood on your shoe tells me that you were with Fabio. You stabbed him with the dagger while he was still alive. You drew a sigil on him. There was a great deal of blood. You needed to remove it. Blood is almost like glue. It sticks to everything, dries quickly, and is quite visible. But you know how to handle stains. You are Kurt Manchios' major domo. However, despite your best efforts, you missed a spot. It doesn't make sense, sir. I was never there. I am convinced there's a reasonable explanation. Das Problem ist doch vor allem, dass wir doch gehört haben, dass als er rausgegangen ist oder gesehen haben, dass da eine neue Verkleidung genommen wurde mit. Das heißt, eine blutverschmierte Bekleidung eines, der am Fest teilnahm. Und das ist bisher von den 3 Verdächtigen, was es noch eindeutiger macht, der Manchios gewesen. Weil er hat eine Dienerbekleidung und die Matista ist natürlich als halbnackt durch die Gegend gestrampelt. Die brauchen keine so eine Verkleidung und haben auch keine so blutig angehabt. Also das wäre nur, wenn sie verdeckt darin reingehen wollten, was noch auffälliger gewesen wäre. Also, mal gucken, wie er hier reagiert. Your uncle is a cruel man. He used everyone around him to his advantage. I don't believe he even truly loved Fabio. You knew very little love, support, or care from him. You lost your mind, Santos. And innocent people were hurt. I can't allow you to go free, but I can try to help you. I can provide my findings to the police. Decadence and perversity might poison anyone around them. I don't know what to say. I can't breathe. I need to go outside. Unfortunately, you can't. Tut mir leid, Sie können nicht mehr. I'll remember this horror forever. Er war das nicht. Er ist doch nicht die Person dafür. Auch nicht irgendwie mal im Affekt. Constable, Santos Pinchetti killed Fabio. The evidence is clear. Is that so? Huh. A man like him has actually grown a pair. He intended to set up his uncle for the inheritance. The old man had humiliated him for years in every possible way. Oh, what a bunch of degenerates. Well, as for Mr. Pinchetti, the evidence tells us that he was wronged and pushed to commit a crime to be rid of his uncle. I suggest that you help in easing his sentence. That's a sad story, all right. But at least it's good enough for my promotion. As for my part, not... So, und damit Gleiches, kriegen nur 40. Wahrscheinlich, weil er falsch gelöst war. Oh, it is... Is it? Well, you see, by the... Actually, you were. Wir probieren zumindest hier mal das Neue aus. Oh, yes. It's a struggle, but yes, we can make our own decisions. That's what I fight for. What an endless fight it is. Will you ever give yourself a break, Sherlock? You're a walking contradiction. I cannot look away. Okay, er sagte fast dasselbe. Wir müssen noch zum Zeitungsstand gehen. Also mich wundert, dass diese... Es wird sich an kleinen Beweisen hier aufgehangen teilweise. Und sowas Wichtiges, wie schon erwähnt, diese Kutte, eine blutverschmierte Kutte zuvor und eine neue Kutte herausgenommen, das passt halt absolut nicht zu den anderen beiden. Das wundert mich irgendwie. Ich finde es als sehr logischen Widerspruch, weil gerade das würde ich mit aufnehmen in die Schlussfolgerungskette.
All the newspapers are sold out. Was? All the newspapers are sold out. Okay, wenn der eingesperrt wird, ist das nicht so würdig. Gut. Dann gucken wir uns diese Version nochmal an. Hä? Es ist... Was? Also, das ist bestimmt ein Fehler, ein Programmierfehler. Die haben vergessen, das. Es ist natürlich nicht überragend, aber es wird in der Zeitung doch stehen, oder? Okay, machen wir mal schnell das Gedächtnisspiel. Wir ändern die Schlussfolgerung. Okay, also wichtig ist, sie wurde von Gästen verletzt, Fabio verletzte sie. Ritual war die Bestimmung gewesen. Und damit haben wir... Sie ist die Mörderin. Matista fürchtete Fabio aufgrund seiner wachsenden Bekanntheit und ehrgeizigen Ambitionen zu verlieren. In einem allerletzten Versuch, ihn emotional an sich zu binden, führte sie ein Liebesritual durch und tötete ihn dabei. Geschundene Seele. Matista ist ein Produkt der Gewalt, die ihr schon ihr ganzes Leben lang widerfahren ist. Daher kann sie nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden. Sie war besessen von Fabio und brauchte Hilfe, die sie in einer Nervenanstalt bekommen sollte. Ja, das ist durch einen Zweifelsfall bei ihr sagen, aber sie ist es nicht, weil das widerspricht ja auch, das ist die Kutten-Hypothese widerspricht. Die Briefe sind dann nur im Hintergrund gelaufen und es war ja nicht beim Ritual, weil hier klingt es ja so, als wäre das Ritual davor gemacht worden, also das Ritual hätte ihn umgebracht, aber nee. Aber gut, wir machen das auch mal. Matista, you killed Fabio during the ritual. What? No! I could never. Fabio was a rising star. Cordona already knew of him, and you were not as popular. Your duo was coming to an end. He would have left you, and you were afraid of that. Since you believe in your gift, you thought you could revive him after death. And that time, he would have stayed with you. That is not true. I was afraid of him leaving me, but I would never have hurt him. You were there when Fabio was killed. He fought for his life and inflicted those bruises on your body, but you knocked him out eventually. I was with the guests all the time. Manchios ordered me. You knocked out Fabio with a bottle, you locked the door and placed him on the altar. You cast spells and pushed a blade between his ribs. The blood from his wound was used to draw symbols across his body and the room itself. You wanted to use your gift to resurrect him, but he failed to wake up. So you cleaned yourself up and left the room, realizing the full scale of what you'd done. That's just wrong. I didn't do it. You didn't see what happened. Then tell me, what did happen? I don't know. I wasn't there. You weren't either. I can see that life hasn't been kind to you. Since childhood, you have been used and abused. The guests at the Manchios mansion are not that different. And even if you think you are in control, such a life takes a heavy toll regardless. The only good thing you had in your life was Fabio. You were so frightened of losing him that you killed him. I believe your only chance for a normal life is to receive medical help. Psychiatrists will help you. Others have always decided what my life should be. And you're no different, Mr. Holmes. That is your only option, Matista. I'm afraid you can't choose. Ja, das ist großer Käse. What a bunch of losers. Dankeschön, Jon. Das wollte ich noch mal hören. It was Matista, Fabio's friend. All the evidence points to her. It is sadly the result of her traumatic past. She requires medical help. There can be no good in executing a person who has such an illness. She doesn't look sick to me. That's why the professionals should handle it. I suppose you're right. It's still good enough for my promotion. As for my part, not everything was in place.
Perhaps some documents were transferred somewhere else, but I couldn't find a trace of them. Good luck. Okay. Auch 40, also auch nicht mehr. Ist das daran zu sehen, wie viel man Geld kriegt? Ob es funktioniert oder nicht? I get enough obnoxious. You're a walk. Okay, das ist egal, was man da erzählt. Wir gehen nochmal raus und gucken, ob es noch einen Zeitungsartikel gibt. Ansonsten bleibe ich bei der Variante, wo ich den Manchios gewählt habe. Das ergibt für mich von allen Sachen am meisten Sinn. Ich bin mit der Polizeiarbeit total so. Die lassen den einen laufen. Fragen nicht nach. Extra! Wherefore art thou, Fabio? Interested in some corn. Da gibt's wieder mal eine Zeitung. Check the front. Alles klar. Also, Konsequenzen. Oh, Fabio, Fabio. Den Anfang hatten wir. Mehrere Gäste der Soiree wurden festgenommen. Okay, das hatten wir auch. Laut einer vertrauenswürdigen Quelle soll die dem Wahnsinn verfallene Matista förmlich besessen von ihm angebeten gewesen sein und wollte dann mit dieser Tat auf quere Weise ihre Liebe zum Ausdruck bringen. Aufgrund ihres Geisteszustands wird von einer strafrechtlichen Verfolgung abgesehen. Stattdessen wurde eine psychiatrische Behandlung angeordnet. Page. You won't regret it. Okay. Wir haben den Fall abgeschlossen. Wie gesagt, ich würde die Manchios-Variante laden und dann geht es. Hier haben wir... Genau, gehen wir nochmal rein, lesen das, was der Constable gefunden hat und dann wird es wahrscheinlich Richtung Finale gehen, nehme ich an. Bis dahin, euer Elandirthor. Tschüss.